There's two ways to defend against punches. Es gibt zwei Wege, wie man sich gegen Schlagtechniken verteidigt. There's hundreds of techniques, Es gibt 100 verschiedene Techniken, only two methods. aber nur zwei Methoden. One method is Eine going Methode? inside, Eine Methode ist, in den Gegner reinzugehen, the other method going outside. die andere Methode ist, rauszugehen. There's hundreds of ways to go inside, Es gibt 100 Wege, wie man reingeht in den and Gegner, there's hundreds of different techniques going outside. und es gibt 100 verschiedene Techniken, wie man rausgeht. It depends on his movement, depends what kind of punch he's throwing. Das hängt natürlich ab an der Bewegung des Gegners und welche Art des Schlages der Gegner verwendet. If it's a very fast punch, I'm not gonna have time to go inside. Wenn es ein sehr, sehr fester Schlag ist, dann hat er nicht genügend Zeit, in den Gegner reinzugehen. If it's a big punch like in a bar when they're drunk and they throw something like this, Wenn es ein sehr, sehr großer Schlag ist mit großer Ausholbewegung wie in einer Bar, inside is the best. dann ist in den Gegner reinzugehen die beste Lösung. So we're gonna start with the easy punch. Wir starten jetzt erstmal mit einem einfachen Schlag. Ball punch. If you miss that punch, you probably die. Wenn ihr den Schlag verfehlt, dann kann es sein, dass ihr stirbt. Because it's a powerful, they add the weight of their body at the hips, Denn es ist ein kräftiger Schlag mit dem ganzen Körpergewicht, der in den Schlag reingelegt wird. but it's easier to defend. Aber es ist einfach, den zu verteidigen. Because you have time to enter. Denn aufgrund des langen Schlages habt ihr Zeit, in den Schlag zu gehen. So. In den Gegner zu gehen. We're gonna start slowly with a hook punch. So we have to learn to enter tight. Jetzt müssen wir lernen, wie wir nah an den Gegner rangehen. We have to enter your legs and your body all moving together. Alles bewegt sich zusammen, die Füße und der Körper. If you wait for the punch to come to you, Wenn ihr darauf wartet, dass der Schlag zu euch kommt, it's too late. dann ist es zu spät. It means you're gonna get punched already. Dann kassiert ihr den Schlag. If you go ahead of him, if you see he's throwing a punch and you go a little bit too fast, Wenn ihr zu schnell reingeht, you're also gonna miss him. dann verfehlt ihr ihn auch. So it's very important to teach your body and instincts and timing Deswegen ist es sehr wichtig, ein Instinkt, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ihr reingeht. to catch him as he's coming to you, you come to him, to catch him right in the Ihr middle. müsst sozusagen in der Mitte müsst ihr auf den Schlag zugehen. That's the most difficult part, to catch the timing. Das ist halt das Schwierigste an dem Schlag, im richtigen Moment den Schlag abzufangen. When you enter into your opponent, you have to make sure he's not breaking away from you. Wenn ihr in den Gegner reingeht, dann müsst ihr auch sicherstellen, dass der Gegner nicht nach hinten weggeht. At the same time, you have to stop him. Denn ihr müsst ihn halt aufhalten. So when I feel the punch is coming, my hand comes to the shoulder, Die Hand geht auf die Schulter und the other hand here controlling the fist. die andere Hand kontrolliert das Handgelenk. des Gegners. If my hands are extended, Wenn die Hände ausgestreckt sind if he's a big person, I cannot stop him. und er ist eine sehr große Person, dann kann er ihn nicht stoppen. But if my elbows are bent, Aber wenn die Ellenbogen gebeugt sind, I have strong position here to stop hat him. man eine starke Position, um ihn zu halten. Because my elbow and forearm stopping his Denn chest. der Ellenbogen, der stoppt sozusagen die Brust des Gegners. This is the shoulder, this is like a big tree, a trunk of the tree. Der Gegner ist sozusagen wie ein großer Baum. This is the foundation. Und der Arm ist wie ein Ast des Baumes und die Schulter ist sozusagen die Astgabelung, also da, wo der Ast beginnt. This is the extension, that's where I'm gonna get punched. Die Faust ist sozusagen der Ausleger. But I have to treat him as a whole thing. Aber er muss ihn als ganzen Baum betrachten. I cannot focus on a punch, Er kann sich nicht nur auf die Faust konzentrieren and I cannot focus on him. und er kann sich auch nicht nur auf den Körper konzentrieren. I have to focus on here and here at the same time. Er muss sich gleichzeitig auf den ganzen Körper konzentrieren. Because if I focus on a foundation, Wenn er sich nur auf das Gelenk, auf die Schulter konzentriert, he's gonna hit me. dann wird er ihn schlagen. If I focus on a punch, Wenn er sich nur konzentriert auf die Faust, auf den his Schlag, foundation gonna move me or get me off dann balance. kann er mit der Schulter oder mit einem anderen Körperteil getroffen werden. So I have to work at the same time, distribute the force equally, Er muss sozusagen zur gleichen Zeit die ganze Kraft des Gegners aufnehmen. and get my head away from his other hand because he probably will be continue punching me. Und er muss auch seinen eigenen Kopf schützen, also der muss dann aus der Schussbahn genommen werden. And you always exhale when you enter. Exhale. Achso, ausatmen, wenn ihr in den Gegner reingeht. Okay, so once I'm here,
wenn er dann in The dieser Position shortest step is connect with the elbow, der kürzeste Weg ist dann mit einem Ellenbogen. but not to lose him. So I want to keep that Aber hand. ihr dürft nicht die Faust verlieren. Usually, if I get a nice elbow strike, Normalerweise, wenn ihr einen he should, guten if Entry macht, in a normal situation, he should be going unconscious. dann sollte er eigentlich zu Boden gehen. But it doesn't guarantee. Aber es ist keine Garantie. Here, connection, Okay, die Verbindung bewahren, good control. This hand den Gegner slides. kontrollieren. Die Hand geht unten durch. Hüft hoch. Okay. This is old classical technique. Das ist eine alte klassische Technik. In many styles of jiu-jitsu, this is technique. They practice this technique a lot. In vielen verschiedenen Varianten des Jiu-Jitsu wird diese Technik sehr häufig trainiert. This is very important. Das ist sehr wichtig, If you have difficulty throwing, wenn ihr Schwierigkeiten habt zu werfen, do not do it. dann wirft nicht. The reason for it, you have to rely on techniques that works and you don't have to think. Der Grund dafür ist, ihr müsst Techniken anwenden, die ihr drauf habt. Ihr dürft nicht darüber nachdenken, wie ihr was macht. If you're defending yourself and you're stopping and thinking how it's gonna work, don't even do it. Wenn ihr euch verteidigen müsst und ihr müsst erst darüber nachdenken, wie die Technik funktioniert, wie ihr sie anwenden müsst, dann funktioniert es nicht. So practice that your muscles react without thinking. The techniques that you feel comfortable doing. Ihr müsst euch wohl dabei fühlen, was ihr macht. Ihr müsst so trainieren, dass eure Muskeln wissen, was ihr machen müsst und nicht, dass ihr darüber nachdenken müsst. If you want to start adding jiu-jitsu techniques for self-defense, you have to practice understanding how to throw correctly with the hips. Wenn ihr versucht, euer Repertoire zu erweitern mit Jiu-Jitsu-Techniken, um euch zu verteidigen, dann müsst ihr Würfe trainieren mit der Hüfte. Because in jiu-jitsu we do a lot of throws. Denn in Jiu-Jitsu machen wir viel mit Hüftwürfen. It's not just joint locks. Es sind nicht nur Gelenkverdrehungen oder Gelenkübungen, die wir gestern gemacht haben. It's a combination between ist immer eine striking, Kombination. throwing, joint lock, choke. So you have to feel comfortable sitting, feeling about the balance and turning. Jiu-Jitsu ist eine Kombination aus Schlägen, aus Würfen, aus aus Hebeln und aus Würgen. Und deswegen müsst ihr euch da immer wohlfühlen. So the first step is to learn about your balance, how to sit correctly, how to lift the person. Ihr müsst zuerst lernen, wie ihr richtig sitzt. Wie ihr Now, I'm gonna make the technique a little bit simpler, Er macht jetzt die Technik ein bisschen leichter. but it's a little bit more quicker and practical. Aber es ist jetzt auch ein bisschen schneller, aber dafür auch praktischer. So this time, same entrance, Der gleiche Eingang in den Gegner, but I'm gonna step, use my elbow to break his balance. aber jetzt bricht er die Balance mit seinem Ellenbogen. On the street, of course, that's an elbow strike. Auf der Straße wäre es logischerweise ein Ellenbogenschlag. And the elbow strike going down, adding the weight of my body. Und der Ellenbogenschlag geht von oben nach unten, indem ich das ganze Körpergewicht benutze. Usually when the elbow strike is down, the hip, the whole motion becomes very, very powerful strike. Wenn ich den ganzen Körper einsetze, mit der Hüfte, dann kriege ich eine sehr effektive Schlagtechnik. If I catch with this elbow somebody's jaw, nose, philtrum or neck, they're gonna be very painful. Es kann dann sehr schmerzhaft für den Gegner sein, wenn ich dann entsprechend sein